Moin meine Freunde des selbsterzeugten Stroms und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr bei eurem Indevolt PowerFlex und SolidFlex von einem WLAN-Modul, was also hier standardmäßig verbaut ist, auf ein LAN-Modul, also dieses gute Stück hier, einmal wechseln könnt. Bevor wir anfangen, müssen wir eigentlich ein paar simple Sachen machen. So sieht das gute LAN-Modul in meinem Fall aus. Es gibt zwei Ausführungen. Es gibt einmal eine Ausführung mit entsprechenden 6 Löchern, so wie ich es jetzt bei mir präpariert habe. Und es gibt eine Version mit nur 5 Löchern. Diese blende ich euch jetzt einmal ein. Und es kann sein, dass ihr die falsche Version erhalten habt. Dann könnt ihr euch entweder beim Indevolt Support melden und sagen, dass ihr die falsche Version erhalten habt und fordert entsprechend die richtige an. Oder wie ich das in meinem Fall ganz pragmatisch gelöst habe, das ist dann immer diese Seite, das rechte Loch, könnt ihr dann einfach ein bisschen aufbohren. Rein softwaremäßig werden beide Module ganz normal erkannt. Ja, ich habe mich hier halt für den pragmatischen und schnellen Weg entschieden, das Ganze hier entsprechend an den Start zu bringen. Genau, also was müssen wir denn tun? Bei dem WLAN-Modul, also das, was jetzt hier entsprechend schon vormontiert ist, müssen wir erstmal diese 6 Schrauben lösen. Ja, geht relativ schnell. Ich habe das hier mit so einer Mini-Bohrmaschine gemacht, hat ganz normales Torx-Gewinde und dann könnt ihr diese Minischräubchen hier, so sehen sie aus, dort einmal entsprechend rausdrehen. Ja, pass auf, dass die Schrauben nicht überall hinfallen und dann lasst ihr das Modul erstmal so, wie ihr das Ganze jetzt habt. Dann könnt ihr eure Indevolt-Einheit einmal einschalten, falls sie nicht schon eingeschaltet ist. Warten wir einen kleinen Moment, bis sich das Ganze verbindet. Natürlich auch mit dem jetzt noch WLAN. Und wenn sich die ganze Einheit soweit hochgefahren hat, dann gehen wir jetzt erstmal in die Indevolt-App. So, da sind wir in der Indevolt-App. Dann wählen wir jetzt mal euer PowerFlex oder SolidFlex-System aus. In meinem Fall also hier unter Cluster. Dann klicken wir hier oben auf Einstellungen. Und dann wählen wir die dritte Option von unten, Accessory Replacement, oder im Deutschen dürfte das dann sowas wie Zubehörtausch heißen. Dort klicken wir einmal rauf. So, dann müssen wir jetzt den QR-Code von dem LAN-Modul einscannen. Der ist hier auf der Vorderseite. Dann seht ihr, das Ganze wird jetzt korrekt erkannt. Klicken einmal auf Next. Okay, so und jetzt müssen wir den SolidFlex einmal ausschalten. Entsprechend das Modul einmal durchtauschen und dann können wir das Ganze wieder anschalten. Den Bildschirm lasst ihr erstmal so, noch kein Cancel oder OK drücken. So, genau, wie eben gesagt, ihr müsst jetzt als erstes hier einmal euer System ausschalten. Das System ist ausgeschaltet, sobald dieser grüne Ring komplett aufhört zu leuchten. Ich habe jetzt für mir, wie ihr seht, schon die entsprechenden 6 Schrauben gelöst. Das heißt, man kann das Modul jetzt einfach abziehen und wir sehen, es hängt noch an einem weißen Kabel. Dieses weiße Kabel ist entsprechend hier mit so einem kleinen Clipser befestigt und diesen Clipser, den werden wir jetzt einmal mit dem Nagel so ein kleines Stück nach innen drücken. So. Und dann haben wir jetzt hier das alte WLAN-Modul. Das können wir jetzt erstmal zur Seite legen. So, und jetzt haben wir hier das neue LAN-Modul. Ich würde euch empfehlen, bevor ihr das Ganze montiert, hier noch die Schutzklappen abzumachen, weil das danach doch relativ fummelig ist. Hier oben haben wir den gleichen Konnektor wie bei dem WLAN-Modul, wie wir ihn eben schon hatten. So, gucken wir dann hier, haben wir wieder dieser Einraster. Der muss dann hier auf der linken Seite übereinstimmen. Ja, dann klackt das einmal kurz rein. Und dann können wir das Kabel hier so ein bisschen reinführen, aufdrücken.
Und dann mit dem mitgelieferten Schräubchen entsprechend einmal festmachen. Das Ganze sind übrigens komplett andere Schrauben. Die findet ihr hier oben rechts in so einem kleinen Tütchen. Und die könnt ihr nicht mit dem Torx-Schraubendreher festmachen, wie wir ihn eben hatten, sondern auch hier ist in der Verpackung dann ein entsprechender Schlüssel dabei, um das Ganze dann festzumachen. Und dann sehen wir uns gleich wieder in der App. So, wenn wir das ganze Modul dann wieder fest angeschraubt haben, können wir dann hier wieder zurück an unserem Bildschirm gehen und klicken dann einmal auf OK. Dann wird sich jetzt hier per Bluetooth entsprechend mit dem Modul verbunden. Werden bestimmte Daten übertragen, zum Beispiel eure vorherigen Statistiken oder auch bestimmte Einstellungen, die gemacht wurden. Haben wir gesehen, ging relativ schnell. Hier können wir dann, wie gesagt, sagen, ob wir die Daten mit übernehmen wollen, ja oder nein. Ich sage klar, warum nicht. So, an der Stelle können wir dann entsprechend WLAN-Kennwort eingeben, wenn wir wollen. Nutze ich nicht, weil ich das Ganze natürlich jetzt hier über LAN-Kabel laufen lassen habe. Und dann können wir jetzt entsprechend sagen, verbinde mich. Dann kommt hier dieses Setup, was man hat, wenn man das erste Mal sein Indevolt-Gerät noch einrichtet. Da kann man dann einmal schnell durchklicken. Je nachdem, welche Konfiguration ihr hier habt. Also ich begrenze mich entsprechend auf 800 Watt. Ich möchte keine Sachen einspeisen. Backup-Reserve kann bei 20% bleiben. Kein Bypass-Steckdose und ich möchte keinen Ladeplan konfigurieren. So, dann sagen wir entsprechend einmal Done. In meinem Fall gibt es jetzt ein Firmware-Update. Das mache ich dann mal später. Und wenn wir uns das jetzt hier einmal in dieser Clusteransicht ansehen, sehen wir, meins ist rausgeflogen. Hier ist es jetzt. Sehen wir, ich habe jetzt hier entsprechend so ein grünes LAN-Symbol statt dieses WLAN-Symbol. Und ja, meine ganze Einheit ist jetzt per LAN mit den LAN-Modulen entsprechend verbunden. Das ist es letztendlich auch schon. Ich hoffe, das Ganze hat euch weitergeholfen. Fragen dazu gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.